Hallo allerseits, ich bin Peter Pernstein, ich bin auf der Spielwarenmesse und bin hier beim Carrera-Stand beim Andreas Weiß, der ist Produktmanager für die großen Slotcars und der wird uns jetzt einiges von den Neuheiten erzählen. Ja, grüß Gott, herzlich willkommen bei Carrera. Ich zeige Ihnen gleich mal die Neuheiten von 2024. Einmal ist es 2025, in 1:24 haben wir den neuen Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 als Neukonstruktion. Wir hatten noch nie einen Lamborghini in 1:24. Wir haben gleich 3 Farbvarianten hier stehen. Und hier sieht man gleich den zweiten, der Porsche 911 GT3R, hier in der Ausführung von Lionspeed. Dann haben wir hier nochmal einen Huracan. Genau, den Red Bull Huracan und den Abt Sportsline, der ist noch vom letzten Jahr. Einen neuen attraktiven BMW M4 GT3, auch von der DTM. Ja, und hier sieht man halt das ganze Portfolio, was wir hier in 1:24 haben. Kommen noch ein paar Farbvarianten dazu. Und in 1:32 haben wir hier die NASCARs, die wir letztes Jahr schon vorgestellt haben. Da kommen dann wieder neue Farbvarianten mit dazu. Von der 2025er Saison. Und unser beliebter T2 BVW-Bus bekommt dann noch 2 neue Freunde als Feuerwehr und als Martini Racing. Das heißt, der VW-Bus ist tatsächlich ein Klassiker angekommen und angenommen worden. Ja, super. Den haben Sie ja vorletztes Jahr, glaube ich, vorgestellt. Ja, ist ein Kultauto. Der wird wahrscheinlich entsprechende Gewichte unten haben, damit der Schwerpunkt weiter unten ist. Ja, man darf halt mit dem VW-Bus nicht so schnell um die Kurven fahren wie mit einem Rennauto. Aber das ist ja in echt auch so. Ja. Genau, jetzt machen wir da drüben weiter. Die 1:32, die weiteren Neuheiten. In 1:32 greifen wir das Thema Formel 1 wieder auf, machen den Red Bull RB20 vom Max Verstappen und vom Sergio Perez. Die sind aus der 2024er Saison und hier haben wir schon das erste Modell, schon frisch aus der Form, aber noch nicht lackiert. Aber man kann sich dann wenigstens schon mal vorstellen, Genau. Wie es ausschaut. Man sieht dann sogar ein bisschen die Detaillierung. Jetzt muss ich mal schauen, dass die Kamera wieder scharf wird. Jetzt. Weitere Neukonstruktion, Aston Martin Vantage GT3 Evo. Bereits auch eine neue Form, schon fertig dekoriert. Da kommen dann noch 2 weitere Farbvarianten, einmal von Blackthorn aus der British GT und noch ein weiterer von Walkenhorst. Weiteres neues Auto, da haben wir aber leider noch kein Muster da, ist der Ford Mustang GT3. Hier in 3 verschiedenen interessanten Ford-Liveries. Und natürlich jede Menge neue Farbvarianten, zum Beispiel hier vom KTM. X-Bow. Da ist nochmal ein neuer KTM X-Bow. Der Lancia Beta Monte Carlo Turbo, auch nochmal in 2 neuen Farben. Einmal von Daytona 1981 oder von Brands Hatch 1979. Ein neuer BMW M1 von der Farbe her von Motorecke Racing Classics. Das ist also, der fährt heute auch noch bei Oldtimer-Rennen. Der ist aus Bischofswiesen im Berchtesgadener Land, also gar nicht weit weg von Carrera. Eine neue Lackierung von Schubert Motorsport Nummer 11 DTM, in dem Grün Metallic, wie er letztes Jahr gefahren ist. Schillert wirklich schön. Das ist im Scheinwerferlicht hier auch toll. Der BMW vom Sheldon van der Linde
Hat ein neues Design bekommen mit dem Farbverlauf. Sieht im Modell auch ganz toll aus. Und weitere Lackierungen vom Lamborghini Huracan Evo 2, den wir letztes Jahr vorgestellt haben. Inklusive natürlich dem Siegerauto von der DTM vom Bortolotti vom SSR Performance Team. Gibt es denn beim Zubehör auch was Neues? Ja, und zwar haben wir da drüben, Entschuldigung, wir machen hier so einen Fangzaun mit Leitplanke. Das haben wir jetzt hier einfach in der Kurve 1 Radius 180 Grad eingebaut. Es ist aber Material in der Packung drin, dass man insgesamt 2 Meter bauen kann. Man braucht es immer in verschiedenen Längen für die verschiedenen Radien, für mit und ohne Randstreifen. Und deswegen sind einfach für 2 Meter Fangzaun mit Leitplanke da Material dabei. Das ist wahrscheinlich Kunststoff. Das ist Kunststoff, ja. Genau. Und bei den Sets und sonstigem Zubehör? Da haben Sie Da haben letztes wir- Jahr, glaube ich, den neuen Handregler eingeführt. Genau. Den haben wir letztes Jahr kurz vorgestellt, da war er aber Die Wireless noch als Muster und 2.0 inzwischen ist er lieferbar. Die Wireless 2.0 Handregler sind jetzt in allen Sets mit drinnen. Es sind auch sämtliche Digital 132 Sets jetzt mit Wireless-Controllern. Da gibt es jetzt keine Kabelsets mehr. Ganz neu natürlich und ganz wichtig, auch fürs Marketing, Red Bull Formel 1 Set, Race of the Champions mit dem RB20, einmal Verstappen, einmal Perez. 7,30 Meter. Ui. Und was hier noch interessant ist, zum Beispiel ein neues DTM-Set, Victory Circuit. Da ist einmal der McLaren drin vom Team Dörr und der Audi vom Abt Sportsline vom Kelvin van der Linde. Das Einzelmodell, was bei uns erhältlich ist, das ist der vom Riccardo Feller mit der Startnummer 7 und das ist die Startnummer 3. Und die Nummer 3 ist nur in dem Set erhältlich. Also auch mal eine Idee, dass man was dann nur im Set anbietet. Genau. Hat sich in dem Fall angeboten, die Autos sind relativ ähnlich und viele wollten auch das Kelvin van der Linde Auto haben. Was auch noch interessant ist, unser neues 1:24 Set. Sie werden sich wahrscheinlich denken, die Schachtel sieht aber etwas kleiner aus, das ist sie auch. So, vom Materialinhalt ist es das gleiche. Wir sind hier jetzt etwas ökologischer geworden, haben dieses riesige Styropor-Innenteil beseitigt und sind jetzt einfach mit Kartoneinlagen da drin im Set und sind damit viel umweltfreundlicher geworden. Das passt alles trotzdem in eine kleinere Verpackung rein. Hilft uns auch, wir kriegen mehr in den Container rein und es ist für die Händler auch interessanter, weil man braucht keine DHL-Übergrößen mehr bezahlen. Das ist auch ein Argument heute eben, weil er doch viel über den Versand eingekauft wird. Gut, dann bedanke ich mich beim Andreas Weiß hier für die Vorstellung der Carrera Slot Car Neuheiten in 1:24 und 1:32. Ja, Und wünsche danke für den schönen Besuch. Messeverlauf. Danke.